What could him? Stanley cradled the bucket in a gentle embrace, protective. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered. Da frage ich mich doch dann aber, kann ich jetzt zum Beispiel noch... Oh, hier ist wieder alles normal. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Hier ist wieder alles normal. Boss's office was where he'd find answers. Stanley, we must move on from this broom closet, simply because I have no remaining stickers. If I did, you can guarantee we'd be in here for hours. But alas, no stickers. Sicher? Ich kann warten. Na gut. Weil falls ich da eventuell out of bounds gehen kann. Ah stimmt, ich habe die Flucht ja noch gar nicht gemacht. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Ich habe die Flucht vergessen. Yes, this is certainly the most logical explanation. Also würde ich jetzt mal sagen, ich gehe jetzt Flucht. Also falls möglich. Bombe und Freiheit. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read Mind Control for... Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley and the bucket would both meet a violent death. The door behind them was not shut. Stanley and the bucket still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley and the bucket were knowingly walking forward into a very painful death for each of them. Falls ich gleich wieder im Museum aufwachen sollte, dann werde ich, glaube ich, nicht unbedingt einen Rundgang machen. Sondern einfach zum Ausgang gehen. As the machine whirred into motion and Stanley and the bucket inched closer to their demise, Stanley reflected on how meaningless the bucket's warmth and comfort had turned out to be. To be sure, it puts the mind and the soul at ease to embrace the bucket, but what use is a sense of ease when you're about to be crushed to death? This is what Stanley thought to himself, and he sort of kicked himself for wasting so much time carrying a bucket everywhere. Farewell, Stanley. "Farewell, Stanley," cried the narrator, as Stanley and the bucket were led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, the bucket's life came to an end, as it was crushed violently to death. Ja, und ich? Mein Tod war egal, oder was? It was a shame, the death of such a magnificent bucket. It's true that all buckets are radiant in their own way, but this one stood above the rest. It was a glorious bucket to behold. Ich bedeute scheinbar wohl gar nichts mehr, ne? Der Eimer heißt Sie willkommen zur großen Ausstellung. Sie stehen am Abgrund des Wissens. Ähnlich wie ein Eimer ist auch der menschliche Verstand oft leer. Eine höhlenartige Leere. Aber durch die Absorption des Ausstellungsstücks vor ihnen wird der Geist voll, bereichert und fundiert. Die Kenntnisse über den Eimer und seine Geschichte sind das einzig wahre Wissen, das wir wirklich haben. Werden Sie das, was Sie hier lernen, mit in die Welt hinausnehmen? Werden Sie aufgeschlossen akzeptieren, was an den Informationen in dieser Ausstellung herausfordernd sein mag? Werden Sie das Leben von sich selbst und Ihren Liebsten als Folge dieser Ausstellung verändern? Oder werden Sie die Augen verschließen und weiterleben wie bisher, in Unwissenheit und Dunkelheit?
Okay. Scheinbar ist die Ausstellung auch anders. Alles dreht sich jetzt um Eimer. Can you see how arrogant it was for Stanley to take a bucket like this and to claim it for his own? Can you see the hubris that blinded him? Can you see that the bucket is far more noble than Stanley will ever be in his short life? Toll. Ich fahr zur Hölle, ne? Ich gehe wieder zurück in mein unendliches Loch. Und der Eimer fährt in den Himmel auf. 25 Eimer, das sind mehr als 25. Eine Fotografie von 25 Eimern, die größte Anzahl an Eimern, die jemals von einer Kamera erfasst wurde. Der Fotograf erlitt mehrere Wochen lang einen katatonischen Schock aufgrund der Euphorie, die er beim Anblick so vieler Eimer auf einmal empfand. Kann wohl jemand nicht zählen. Das sind mehr als 25. Das sind mindestens 33. Ein Eimer mit 2 Henkeln. Dieser Eimer ist mit 2 Henkeln abgebildet. Eine solche Konstruktion wurde in der Realität nie hergestellt, da sie als zu gefährlich und waghalsig experimentell eingestuft wurde. Jedes Jahr werden Dutzende hingerichtet, nur weil sie es versucht haben. Wait, what? Leute werden hingerichtet wegen Doppelhenkel? What? Inferno-Eimer. Eine Nachbildung des Inferno-Eimers, der im Mittelalter eine so große Anziehungskraft ausübte, dass Dutzende von Nationen gegeneinander Krieg führten, um die Kontrolle über ihn zu erlangen. Milliarden von Menschen starben und trotz allem bleibt die einfache Tatsache bestehen. Niemand kann einen Eimer kontrollieren. What? The Stress Bucket. Der Stresseimer. Ohne Kommentar. Stress gleich die Menge an Wasser im Level, im Eimer. Also hast du quasi einmal den Beruhigungseimer, den ich habe, und da hast du hier den Stresseimer. Der das komplette Gegenteil macht, oder was? Oh klar, jetzt haben wir auch noch Höhlenmalereien. Und wer hat die gemalt? Ein Höhleneimer? Wir wissen zwar, dass es Eimer schon vor der Existenz der Menschheit gab. Sicher doch. Aber wir wissen nicht, wie lange zuvor. Diese Höhlenzeichnungen zeigen, wie der frühe Mensch den praktischen Nutzen des Eimers entdeckte. Zu diesem Zeitpunkt gab es den Eimer wahrscheinlich schon seit mehreren Jahrtausenden. Auf diesen Zeichnungen ist zu sehen, wie der Eimer die Benutzung seiner selbst zulässt, nachdem er die Menschheit für würdig befunden hat, seine Schätze zu nutzen. No man can own a bucket, and certainly not a bucket as dazzling to behold as this one. It is man who should kneel before the bucket. Der hängende Eimer. Dieses Stück symbolisiert die notwendige Beziehung zwischen Eimer und Mensch. Wie klar unser Verständnis des Eimers auch sein mag, es gibt noch mehr, das stets außerhalb unserer Reichweite liegt. Dieser Abstand ist unweigerlich zu unseren eigenen Besten. Aha. Oh. Mein Eimer. Geheiligt sei der Eimer. There is something we can do. Something we can do together, you and I, that will right this terrible wrong.
Let Stanley die. Let him be crushed by the machine. Don't reset the game. Don't give him another opportunity to run off with another beautiful bucket. We can save the world's buckets from their treatment as tools and implements if only we let Stanley die together. The bucket shall take its place as ruler, as leader, as commander of a new world, a new vision. Okay. Das ist vielleicht jetzt eine Sache, wo ich eventuell kurz mal nachgucke. Weil beim letzten Mal habe ich genau das gemacht. Ich habe ein Reset gemacht. Und das hat im Endeffekt nur dazu geführt, dass nichts passierte. Und als ich dann mich hab killen lassen, war ich tot. Soll ich jetzt genau das Gegenteil machen? Mal ganz kurz gucken. Steam, habe ich da noch den Kram offen? Wo ist meine Maus? Hallo? Maus? 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 Da ist Maus. Okay. Da gibt es sogar, okay, Eimer-spezifische Enden. Okay, was haben wir denn alles? Bucket, nee. Huch. Oh, das passiert hier im Hintergrund, okay. Go to the cargo room, up the wooden plank ramp, drop down onto the plank path below. And go through the vents. Okay, da bin ich gewesen. The bucket tapes. Is this a bucket? Bring the bucket to the cargo room, take the cargo lift, then fall off the lift onto the walkway. Ah, da wo ich quasi dann keinen Eimer mitnehmen durfte. Das haben wir. Was ist das da? Okay, das habe ich glaube ich noch nicht. Da gucke ich nicht weiter. Bring the bucket with you. Go to the telephone by riding the cargo lift. Okay, das ist Stanleys imaginärer Freund. Stanleys Intervention. Ah, okay. Mit der Adventure Line 2.0. Dann Out of Bounds beim Fenster. Genau, beim Out of Bounds gehen, das haben wir. Dann, what? Achso, dann quasi, wo ich dann, wenn ich dann zum Boss gehen will, gehe ich dann runter die Treppe. Das haben wir. Nummer 3, was ist das? Take the bucket to the boss's office and go down the elevator. Achso, das mit dem 3, die Taste 3. Ich bin's da. Nur diesmal nicht. What? The room with the telephone, still answering the phone, unplug it. Ah, so, okay. Das haben wir dann eigentlich auch schon, dass ich da quasi anstatt ans Telefon zu gehen, habe ich den Stecker gezogen. Das ist etwas, was ich noch nicht gemacht habe. Das auch nicht. Okay, das ist eventuell das, was ich jetzt wissen will. Listen to the bucket over her female head, explain the museum, find the bucket again, step into the void and claim your bucket. What? Okay, was ist das hier für ein Ende? Up the stairs and... Ach so, das ist das Dingensbums-Ende gewesen. Das ist das Dingensbums-Ende gewesen. Escape Pod. Nur, dass dann quasi ich den Eimer da reingestellt habe und Tschüssikowski war dann mal eben weg. Okay, dann habe ich hier nicht wirklich irgendwie großartig was zu machen. Also... Ich habe das Unvermeidliche nur hinausgezögert. Okay. Ich wollte halt wissen, was da ist und nebenbei auch nachgeguckt.
Was habe ich schon bereits alles gemacht? Stanley's bucket, the only co-worker he would ever truly need. Dann sind im Endeffekt gerade nur 2 Enden, theoretisch 3, zur Verfügung am Stehen. Alle Richtung Mind Control Gedöns. Perhaps his boss's office was coming to a staircase. Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Okay, erstmal Explosion, wenn das geht. Oder beziehungsweise ich schalte das Gedankenkontrollgerät ein. Oder gucken wir was anderes. Versuchen wir erstmal out of bounds zu gehen, wenn möglich. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. But just as Stanley was about to proceed further into the mind control facility, he tripped and fell over the railing and into the dark void below. Thankfully, he fell directly onto the bucket, which safely cushioned his fall. Sicher doch. Now, what to do next? Stanley wondered. Stanley and the bucket could find no way out of this enormous pit, and so eventually they decided that the best thing to do would be to simply get comfortable down here. So they set up a little couch and relaxed. It really wasn't so bad down here, a bit cold perhaps. Wo kommt die Couch her? After some time had gone by, they installed a few shelves as well, and a sort of kitchenette that was useful for when the bucket was craving paninis. But it wasn't until the rugs and the standing lamps came in that it really started to feel like a home. In fact, after some time, Stanley realized that it had been ages since he had even thought of the mind control facility at all. He'd never gotten to fully explore what was up there, never been able to unearth the many mysteries of the mind control facility. This lack of closure began to eat at him. Soon he was dwelling on his regrets, and the state of their home slowly decayed as Stanley became withdrawn and neglected the cleaning. It unsettled the bucket deeply. Stanley wasn't usually like this. The bucket tried to reach out to him again and again, but to no avail. All Stanley could think about, all he could talk about, was going back, doing it over again, staying on the path. It was a mistake to leave the path. It was a mistake. It was a mistake. I need to do what the narrator says. I need to see the true ending. This made no sense at all to the bucket, which was simply trying to live its life down here as comfortably as possible. Yet Stanley was inconsolable. This isn't an ending. This is just a hole in the ground. The bucket sighed. True, it wasn't an ending. But it's where we happen to be. And maybe, possibly, if we accept the reality of things, maybe this will become an ending eventually. It's what the bucket was counting on. The two of them waited for a very long time. Okay. Wait, Stanley thought to himself. Am I sure that the orders stopped coming in? How is that? Is Stanley without the bucket really Das Paket Stanley neu? at all? No. Nee, ich glaube no, nicht. Surely not. Und nee, das kann kein Loch im Boden sein. Loch im Boden war da hinten bei der Dingsbums-Ausstellung. And entered the door on his left. Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was Da habe ich ja jetzt nur noch coming to a 2 Enden staircase. zur Verfügung stehen, Stanley and the richtig? bucket walked upstairs Wenn ich mich to nicht the irre. boss's office.
Kann ja, wenn ich die Sachen dann gemacht habe, dann nochmal kurz drüber gehen, da über das Guide-Gedönse da. Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Warum das hier nicht sich geändert hat im Laufe der Zeit? Ist das einfach, weil ich dem nicht zugehört habe die ganze Zeit? Beim nächsten Mal stehe ich einfach nur. Beim nächsten Mal stehe ich hier einfach nur. Mal gucken, was dann passiert. Ah, Mann. Oh. Ja gut, ich mache hier länger. Auch weil ich mir gerade denke halt, gut, das Spiel ist jetzt wahrscheinlich sowieso bald zu Ende, ne? Da kann ich auch mal überziehen. Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Der Eimer braucht sich aber keine Sorgen machen. Der ist ja kein Mitarbeiter. Control facilities influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control. Never! He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. Nein, der Eimer, der wird's nicht sein. Der wird's überhaupt. Ich tue gerade so, als würde ich irgendeinen Eimer oder so streicheln. Nein, der wird es überhaupt nicht sein. Überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Nein, du bist es nicht. Im einen Moment streichelt er den Eimer, im nächsten Moment schreit er in den Eimer. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. They high-fived in a really cool way, and the bucket made a sassy comment about taking down the system. Mhm. Nur, dass ich wiederum das komplette Gegenteil mache. But at the last second, the bucket jumped in and pressed the button to turn on the controls. Stanley gasped in horror. Had this been the bucket's plan all along? To take over the machine and claim the power for itself? How could the bucket have betrayed him like this? Stanley was prepared to throw the bucket away in disgust when suddenly an image appeared upon the enormous screen. Birds. Silly, silly birds. The control buttons became active again. Stanley flipped through one video of silly birds after another, and then it dawned on him. This wasn't a mind control facility at all. It was a facility for monitoring and surveilling silly birds all over the world. The mind controls were only a facade to disguise its true intentions. Had the bucket known this all along? Stanley marveled at the metal genius in his hands, the one who had pointed him towards this incredible discovery. Stanley and the bucket never found freedom because they spent the rest of their lives here in this place, flipping through live streams of the silliest birds imaginable. Of all the possible paths his life could have taken, this one was surely the best. And Stanley
was happy. Okay. Das ist das dunkle Geheimnis. Was? Irgendwelche albernen Vögel sehen? Stanley wondered to himself. Minutes? Days? Habe ich eigentlich das ausprobieren können? Irgendwie wann mal? Ah, ich glaube nicht. This adventure, he decided, was for all of them. Quasi mit einem Eimer zurück ins Büro. Oder warte mal, kann ich da einfach rein? Gibt's da so ein Ende? Kurz mal gucken. War das irgendwo weiter oben? Nee. Adventure. Ach, das war das Ende. Happy Bucket, Happy Life. Also, über das Geländer springen. Bei dem, Raum mit den ganzen Monitoren. Okay, dann scheinbar habe ich wohl möglich gerade nur noch ein Ende. Wenn ich das gerade richtig sehe. Schätze mal, dann habe ich wohl gerade nur noch ein Ende. Okay. Dann mal fix dahin. Und danach das Spiel für die nächsten 10 Jahre nicht mehr anpacken. Will ja einen Erfolg haben, ne? Clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Still no one was here. Stanley needed the Ah ja, bucket's das warmth da. and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd coming to a staircase. Das Stanley and the bucket walked 4-Stunden-Ende. upstairs to the Ja. boss's office. Wait a second. Wait a second. Wait a second. Machen wir das doch einfach einen Ticken einfacher. Okay. Wo, wie, Stanley Parable. Okay, kriegen wir da jetzt eins mit irgendwelchen Kommentaren oder so? Weil wenn ja, dann ist doof. Okay, das eventuell, das von 9 Jahren. Heilige Scheiße, das war damals schon drin im Spiel? Ah ja, das war ja genau, das war ja Teil von dem Hauptspiel. Mal gucken, erstmal kurz hören. Ist da Kommentar? Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working Nein. on, and now would be a lovely opportunity. Ah, das Blöde ist halt, der Text ist auf Englisch, aber gut. Oh, und die Qualität ist ja mal super. 480p, mit was hat er das aufgenommen? Eine Kartoffel? Sag mal. Das ist ja ein kaputter Toaster besser. Da haben wir was. Der ist auch von 9 Jahren gewesen. Keine Ahnung, was da ist. Haben wir Kommentare? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had... Das Blöde ist halt, der Text ist nicht da. Ah. Zur Not nehmen wir das. Hi, Markiplier. Nein, das ist ein ganz normales Display. Das ist auch vor 9 Jahren. Ah. Okay, das könnten wir eventuell nehmen, weil das hat Dingensbums. Text. Oh, das ist auch nur 700. Egal, das ist besser als nix. Das ist besser als nix. Gut, dann machen wir mal ganz kurz, damit man gucken kann. Was ist denn eigentlich das Ende? Ich hoffe mal, das ist irgendwie was. Drück doch mal auf die 0, du 0. Sodele. Gut,
Wo ist OBS? Verdammt, ich Idiot. Ich drück wieder falsche Tasten. Okay, kann man, glaube ich, ganz gut sehen, was ich hier habe. Dann, okay. Hab nur ganz kurz was nachgucken müssen. Fear me, mortal. I am the essence of divine art. Just but you cannot read this text. Know that when you die, all personal carry your spirit. What? Into my garden built within the emotions of a flower. Was für ein Ding? Irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist irgendwas buggy. There will be... nee. Where we will live together, we will dance and eat and sin, and you will be we will do improv comedy based on suggestions from me for all eternity. Ich weiß halt nicht, wie lange das geht, deswegen versuche ich das schneller zu sagen. This is your reward for your work here today. Ist der Sound tot oder? Now live your normal human existence. Wait, what? Await me in the life that follows this one. I love you. No, shut up! Okay, cool. Ich glaube, die Person, die das da gemacht hat, hätte am liebsten am Ende, weiß ich nicht, wäre am liebsten wahrscheinlich dann aus dem Fenster gesprungen, wa? Oh mein Gott. Okay, einfach stehen bleiben hier. Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. It would be with him always. The bucket would, and he knew it. The two of them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the PIN number for the keypad was 2845. Das ist ja schön für dich. Aber wenn du da wirklich 4 Stunden da dran hängst und du hörst da die ganze Zeit dieses und das Geheule da von dem Stanley Kind. just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Nein, aber wie auch. Ja, die ganze Zeit das Geheule da von dem Baby. Ja, das bohrt sich regelrecht wirklich in deinen Schädel rein. 2845. So wird der Autostante mehr oder weniger. Ja. Ich glaube, da wirst du wahnsinnig. Kein Wunder, wenn dann quasi hier Stanley in der Tiefgarage ist und halt irgendwie komplett einen an der Waffe hat. Wenn man das, wenn man dieses Ende macht für 4 Stunden einen denselben Mist, dann, ja, du bist dann auch wahnsinnig.
and the door just opened all by itself, and Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Ah, okay. Das hat sich nicht großartig geändert. Gut, dann auf zur Gedankenkontrollmaschine. Drücken wir mal auf Off. Und mal gucken, was dann passiert. Das dürfte dann das letzte Ende sein.